Hi all! I really hope my previous video about German practical driving lesson was useful for you. So I want to continue with this topic, and in this video I want to introduce to you my most favorite driving instructor. Ja, mein Name ist Konstantin. Ich hatte das große Vergnügen, meine Interviewpartner auszubilden. Konstantin has a very long experience as a driving teacher. How many years? Also ich kann tatsächlich auf 35 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Der einzige Nachteil ist, man wird älter dabei. Insofern würde ich gern tauschen gegen Unerfahrenheit und Jugend. Das wäre mir jetzt momentan lieber. How to check whether your driving license is valid in Germany and how to transfer your foreign driving license into German one. Man setzt sich mit den Erlaubnisbehörden in Verbindung. Das ist beispielsweise in größeren Städten das sogenannte Kreisverwaltungsreferat. It can be helpful to check online, for example, using ADAC website. I will leave the link in the video description. But such lists are not always up to date, and you will wanna always go to your local authority, so-called Kreisverwaltungsreferat, for example in Munich, and you wanna show them your driving license and double check with them. Oft muss man ja die Fahrerlaubnis auch vorlegen und zeigen, und wie die halt beschaffen ist, was die für Formalien erfüllen muss. Und dann wird einem mitgeteilt, welche Bedingungen an die Umschreibung geknüpft werden. Ob man nur die Prüfung machen muss oder gar keine Prüfung, oder ob man auch eine theoretische, praktische Ausbildung dazu durchlaufen muss. Your foreign driving license, if you are not from European Union state, is valid in Germany for 6 months period, starting from the day when you have registered your residency in Germany. And if you're planning to stay for 1 year only, you can request prolongation after these 6 months. So your driving license would be valid for 1 year in Germany. However, if you are planning to live in Germany for a longer time period, you want to convert your foreign driving license, if possible, into German ones. If it's not possible, you would have to obtain, obviously, German one. How to register for a driving school and which documents are required and what you have to provide. Ein Passbild, biometrisch natürlich, einen Sehtest gibt es bei jedem Optiker und einen Erste-Hilfe-Kurs. Oh. Ja? Das ist ein Tageskurs. How long does it take approximately to get your driving license? Ja, 6 Monate, 8 Monate schon. 6 Monate, ja. Ja. Und Maximum, was du hattest? Open End. Es ist klar, also es gibt Leute, die machen das jahrelang, aber es ist selten. What was the record amount of times that someone failed the exam? Es ist doch so, dass manche Leute schon öfters eine Prüfung machen müssen. Um einen Rekord zu nennen, also ich habe eine sehr sympathische Dame, die schon älter ist und hat bei der 7. Prüfung hat sie dann doch bestanden. How often can you repeat your exam if you fail, and do you have to wait or? Wenn man eine Prüfung nicht erfolgreich absolviert, besteht grundsätzlich eine 2-wöchige Wartepflicht, eine Wartezeit. Also ob es jetzt theoretische oder praktische Prüfung ist, 2 Wochen ist Wartezeit. Ja? Und danach Open End, also solange die finanziellen Mittel es einem ermöglichen, über die nächsten Jahre an Prüfungen teilzunehmen, ist es möglich. How expensive is roughly, and what are the price differences between big cities and villages? Knapp über 2000 € außerhalb. Und innerhalb würde ich sagen, ja, 500 € Differenz. Wer es genau wissen will, ganz einfache Lösung im Internet, die Webseiten besuchen von Fahrschulen, die Preise miteinander vergleichen, und dann kann man ja zumindest was die finanzielle Seite anbelangt natürlich sehr genaue Aussagen machen. Aber man muss eins sagen, das wo sehr wenig beachtet wird: Wenn man in einer Fahrschule sich anmeldet, weiß man ja noch nicht, wie die Ausbildung ist. They should guarantee that you will have at least twice
a week your practical lessons. So this is really important. Like I mentioned in my previous video, in Munich, I sometimes had to wait a couple of weeks, so it's really bad for your progress. And I had to change also driving teachers sometimes. This is you actually never want to do. What are your tips how to prepare for practical exam? Whether, for example, it is recommended to use so-called Verkehrsübungsplatz, training area. Verkehrsübungsplatz bedingt. Erstens ist die Benutzung dieser Verkehrsübungsplätze nicht unentgeltlich. Also ich kenne nur einen konkreten Fall, wenn man jetzt im Münchner Raum lebt, da ist Friedberg bei Augsburg ein Übungsplatz, der vom ADAC betrieben wird. You can find cheaper Verkehrsübungsplatz, cheaper than ADAC. In average, the costs are between 7 euros and 20 euros per hour. And you obviously want to calculate the cost of your driving from Munich to Augsburg and back. And you have to use your own car. So in case you cause any damage, it's your car. Whether it's really helpful, from my experience, it depends. So if you really practice what you need, like for example, parking, it's quite good for practicing. Was in der Fahrschule geübt wurde, Genau. auch auf so einem Verkehrsübungsplatz genauso geübt wird, das ist okay. What is so-called Probezeit, probation period? How long does it take? Fahranfänger, die Fahrerlaubnis auf Probe erteilt bekommen. Also das heißt, sie ist noch nicht endgültig erteilt, sondern das ist eine 2-jährige Probezeit zu absolvieren. Wenn man in dieser Probezeit auffällig wird, also irgendein Verkehrsverstoß stattgefunden hat, dann verlängert sich die Probezeit um weitere 2 Jahre, sodass man dann auf 4 Jahre kommt. Also wusste ich nicht. Ja, ist so. Aber man verliert die wahrscheinlich trotzdem. Nur im Wiederholungsfall. Maybe you can say a few words about these new 2 types of driving license. B196 and B197. Man kann die Ausbildung so gestalten, dass man in der praktischen Prüfung ein Auto fahren darf mit automatischem Getriebe. Voraussetzung ist, dass man in der Fahrschule mindestens 10 Stunden auf einem Auto mit Schaltgetriebe geschult wurde. Dann wird es also dazu führen, dass man also bei bestandener Prüfung später Schaltgetriebe und Automatik jeweils fahren darf. Das ist also neuerdings zulässig. Dann die Klasse B196, um das nicht zu verwechseln, betrifft Leute, die gern einen Motorroller fahren möchten, aber keine extra Ausbildung machen möchten. Und da hat der Gesetzgeber das Angebot gemacht, man kann Folgendes machen: Wenn man bereits 5 Jahre lang im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, der Klasse B, und natürlich mindestens 25 Jahre alt ist, das kommt auch noch hinzu als Vorbedingung, dann darf man bei einem Kurs in einer Fahrschule, wenn man den absolviert hat, einen Motorroller fahren. Und das Interessante ist jetzt aber, die Ausbildung in der Fahrschule, das sind 5 praktische Stunden, wird auf einem Automatikroller durchgeführt. Man darf aber später, nachdem der Kurs bestanden ist, ein Schaltgetriebe-Motorrad fahren. You might want to check this when converting your driving license, and you might be able to have motorbike driving license for a small bike, of course, but without any tests. Ja, problematisch. Also ich persönlich werde es nicht ausbilden. So if you have any further questions about getting your driving license or anything about German traffic rules or how to become a driving teacher, maybe just leave a comment and we will come back to you. Thank you very much. Alles Gute für. Good luck with your exams. Ja. Genau, viel Glück für eure Fahrprüfung. Ja. Genau.